Heute sind wir in der Nähe von Neufra und es geht um die beiden Burgen Vorder- und Hinterlichtenstein. Ich stehe hier inmitten der vorderen Burg Lichtenstein. Es ist die etwas ältere Anlage der beiden Burgen. Und zwar hat man dies herausgefunden anhand der Datierung von Keramikfunden. Und alles, was man über die beiden Burgen herausfinden konnte, das seht ihr jetzt. Einst war die Doppelburg Lichtenstein der Herrschaftssitz der gleichnamigen Familie und beherrschte die Szenerie über dem Tal. Von den einst stolzen Wehranlagen sind heute nur noch Ruinen übrig. Wurden sie zerstört oder einfach verlassen? Wir begeben uns auf Spurensuche. Manche sehen den 1120 belegten Landolt von Neufra als einen Vorfahren der Lichtensteiner an. Im Jahr 1140 werden die Brüder Milo und Heinrich von einem Zwiefalt der Chronisten als adelige Dienstleute von Graf Ulrich von Gammertingen erwähnt. Es gibt Vermutungen, es könnte sich bei diesen um die Stammväter der Herren von Lichtenstein handeln. Dies ist aber nicht gesichert. Namentlich werden die Lichtensteiner selbst erst 1182 greifbar. In einer Urkunde taucht ein Gerhard von Lichtenstein auf. Er war Dienstmann von Graf Heinrich von Ronsberg, jener Familie, welche die Grafen von Gammertingen beerbt hatte. Als die Ronsberger ausstarben, traten die Lichtensteiner in den Dienst der Grafen von Württemberg. Im weiteren Verlauf des 13. Jahrhunderts taucht die Familie sporadisch in Urkunden auf. 1332 wurde auf dem damaligen Friedhof von Neufra die Nikolauskapelle erbaut. Stifter war Svenninger von Lichtenstein, der in den Diensten der Grafen von Zollern stand. Der wirtschaftliche Abstieg der Lichtensteiner scheint schon Anfang des 15. Jahrhunderts begonnen zu haben. 1407 ist Hans von Lichtenstein Eigentümer von Vorderlichtenstein sowie Halbneufra. Die Hälfte von Hinterlichtenstein ist im Besitz von Heinrich von Rechberg. Wem die andere Hälfte gehörte, wird nicht erwähnt. Interessant ist eine Urkunde von 1411. In dieser verpfändet Graf Eberhard von Württemberg die Burg Vorderlichtenstein sowie die Hälfte der Burg Hinterlichtenstein und der Dörfer Neufra und Meggerkingen für nur 1000 Gulden eben diesem Heinrich von Rechberg. Somit müssten beide Burgen vollständig in seinem Besitz gewesen sein. Doch es ist belegt, dass ein Wolf von Lichtenstein 1420 die zweite Hälfte von Hinterlichtenstein besessen hat. Der Bau von Vorderlichtenstein wird aufgrund von Keramikfunden zwischen 1150 und 1180 datiert. Die Kernburg thront auf einem Felsen. Nach dem Aufstieg gelangt man durch das ehemalige Tor in die Anlage.
Von dieser sind noch erhebliche Teile der Umfassungsmauer erhalten, welche stellenweise eine Höhe von 6 Metern erreicht und außer im Süden 1,6 Meter dick ist. Dort hat sie eine Stärke von 2,2 Metern. Weiter sind die Reste des Bergfrieds zu sehen. Letzterer hat einen quadratischen Grundriss von 8,5 Metern Seitenlänge. Von der restlichen Bebauung ist leider nichts mehr sichtbar. Innerhalb des beinahe dreieckigen Grundrisses mit einer Grundfläche von knapp 75 Quadratmetern stand im Süden das Herrschaftsgebäude. Im Südosten lassen sich mehrere Balkenlöcher entdecken. Die Lage einer Zisterne zur Wasserversorgung wird auch im Südosten vermutet. Unterhalb der Kernburg existierte eine Vorburg. Doch mehr als einige herumliegende Steine sind bedauerlicherweise nicht mehr vorhanden. Eine Rekonstruktion von Christoph Stauss vermittelt einen Eindruck, wie die Anlage ausgesehen haben könnte. Die Burg Hinterlichtenstein, welche in unmittelbarer Nähe liegt, ist etwas jünger. Aufgrund von Lesefunden aus Keramik wird die Erbauung der Anlage um das Jahr 1200 herum vermutet. Im Gegensatz zu Vorderlichtenstein ist sie wohl in mehreren Phasen entstanden. Aufgrund fehlender archäologischer Untersuchungen kann auf die Bauentwicklung leider nicht näher eingegangen werden. Die trapezförmige Kernburg ist mit einer Fläche von 55 Quadratmetern klein und kompakt. Bereits vor dem Betreten fallen erste Mauerzüge auf. Scheinbar handelt es sich dabei um die Überbleibsel eines Gebäudes. Ist man auf dem Gelände, fallen natürlich als erstes die Überreste des Bergfrieds ins Auge. Dieser ist zur Hälfte noch etwa 3 Etagen hoch erhalten. Er ist ebenfalls quadratisch, wie bei Vorderlichtenstein. Allerdings hat er nur eine Seitenlänge von etwa 7,4 Metern und innen war er erstaunlicherweise rund. Außerdem sind die ziemlich überwachsenen Mauerreste des Palasts zu erkennen. Auch Reste eines Zwischengebäudes sind zu sehen. Dieses hat den Palas möglicherweise mit dem Bergfried verbunden. Ursprünglich wurde die Burg über eine Rampe mit anschließendem Torturm von Süden her betreten. Doch davon hat sich leider nichts erhalten. Die Burg war im Norden und Osten durch steil abfallende Felswände gut geschützt. Im Westen gab es einen vorgelagerten Wall und einen äußeren Graben. Dahinter der Hauptgraben. Von der Burg Hinterlichtenstein existiert ebenfalls ein Rekonstruktionsversuch von Christoph Stauss. Nach 1420 verschwinden die Lichtensteiner aus der Geschichte der Burgen. Vermutlich mussten sie auch ihren restlichen Besitz in der Region verkaufen. Bei der Landesteilung im Jahr 1442
gehen Vorderliechtenstein und die Hälfte von Hinterliechtenstein in den Besitz von Graf Ludwig I. von Württemberg über. Vermutlich war die hintere Burg bereits damals nicht mehr bewohnt, denn als Hans von Rechberg seine Hälfte 5 Jahre später an Graf Ulrich von Württemberg für 18.500 Gulden verkauft, wird sie als Burgstall bezeichnet. Vorderliechtenstein wurde hingegen noch bewohnt. Zumindest wird 1457 ein Benz von Hausen als Burgvogt erwähnt. Als sich die beiden Burganlagen ab 1474 im Besitz von Hans Caspar von Bubenhofen befinden, ist auch die vordere Burg verlassen. Nach erneuten Besitzerwechseln gehen die beiden Ruinen 1827 an das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen über. 1996 gründeten Bürger aus Neufra den Verein zum Erhalt der Burg Vorderliechtenstein und stellten sie mit viel Liebe instand. Beide Ruinen sind frei zugänglich und können über einen Wanderweg erreicht werden. Das war wieder eine interessante Geschichte. Findet ihr nicht auch? Der mächtige Bergfried hinter mir, der hat schon was. Wie mag er wohl damals gewirkt haben? Gut, wir sind wieder am Ende. Wenn ihr mögt, könnt ihr unsere Arbeiten mittels eines Superthank unterstützen. Da könnt ihr den Betrag frei wählen. Oder ihr löst sogar eine Kanalmitgliedschaft. In beiden Fällen vielen Dank im Voraus. Und nun wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal.